Eine Mischung, das man in beiden Zimmern vielleicht gut spüren kann, ist so eine gewisse Ambiguität, die Wien sehr auszeichnet, finde ich. Das ist so süß, aber dann doch auch ein bisschen herb oder handig oder kantig. Oder es ist offen, aber dann doch auch geschlossen. So diese Widersprüchlichkeit, ich glaube, das ist auch das, was Wien so spannend macht und auszeichnet. Die Zusammenarbeit mit dem Altstadt Vienna hat auf ganz wunderbare Weise mit einem Telefonanruf angefangen von Otto Wiesenthal, der uns angerufen hat und gesagt hat, wollen Sie nicht ein Hotelzimmer einrichten? Ohne Vorgaben, machen Sie einfach. Und das ist wohl der schönste Vorschuss, auch ein Vertrauensbeweis, den ein Kunde auch in uns geben kann und der sich auf das eingelassen hat, auch mit uns zu arbeiten. Er hat zwar quasi durch die Möbel, die wir für Wittmann entworfen haben, das war eigentlich hier der erste, der Alma, die haben ihm sehr gut gefallen und da hat er recherchiert, wer dahinter steckt und genau, und hat uns dann die Zusammenarbeit angeboten. Und man hat ja ganz selten, da ist man so wirklich fast ein Blind, der das Vertrauen kriegt. Genau, und wie du schon gesagt hast, er hat gesagt, macht, tut einfach. Es gab keine Budgetvorgaben, es gab keine Gestaltungsvorgaben. Wir konnten uns damals sogar, ich glaube, 2 Zimmer, also aussuchen, welches Zimmer wir wollen und haben dann dieses gewählt, weil es einen wunderschönen Blick hat. Das hat uns sofort angesprochen. Ein Jahr später wieder die Frage, habt ihr Lust, noch ein zweites Zimmer zu machen? Und da hatten wir große Lust, weil es war eine wahnsinnig schöne Aufgabe für uns auch als Designer, wo wir vom Produktdesign kommen und an Dingen arbeiten, die recht in der Dimension überschaubar sind und da sich der Stimmung eines Raums zu widmen, war eigentlich eine sehr schöne neue, also das hat für uns auch eigentlich sehr viel aufgemacht an Gedanken und Inspirationen und Lust, auch an Räumen zu arbeiten. Und dann bietet sich ja so ein Hotel auch total an. Man hat also quasi einen kompakten Raum wie so eine Blackbox, den man dann inszenieren kann drinnen. Weil sonst entwerfen wir eben ein Möbel und das nimmt dann seinen Lauf und verbreitet sich und steht dann in verschiedenen Umgebungen. Und da konnten wir einfach jetzt zu einem Möbel diese gesamte Bühne entwerfen. Sind hier mehrere von uns, auch einige angefertigt, extra für das Zimmer. Der Schrank, die Ablage, die haben wir extra für hier entworfen. Auch der integrierte Kühlschrank, die Minibar im Schreibtisch. Und unten im Zimmer 37 die Lampen und der Teppich in Tortenform. Und die Tischchen haben wir auch. Das sind so kleine wie so Etagere. Das können so Etagere, aber auch so Tortenböden, Tortenplatten sein. Und die Tortenlampen, kann man sagen. Die sind extra für das Zimmer entstanden. Die Lampen hier haben wir für eine englische Firma entwickelt und die haben wir aber hier adaptiert mit eigenen Stoffen, also eine Sonderedition gemacht. Hier wollten wir auch dem Benutzer Möglichkeiten bieten, sich den Raum selber zu inszenieren und auch zu verändern. Durch dieses Vorhangsystem, hier haben wir an der Decke Vorhangschienen, verschiedenläufige eingezogen mit diesen im Vordergrund stehenden Vorhängen.
und da kann man sich dann selber die Blickbereiche zuziehen und öffnen in dem Zimmer und sich so auch seine Intimität schaffen, die man da jetzt haben möchte. Und wichtig war auch dieses offene Badezimmer durch die Vorhänge dann abtrennbar zu machen, aber auch zu öffnen, dass man ein kleines Badezimmer so in den Raum hereinholt und man da keine Grenzen mehr hat, sondern das mehr fließend ist. Und dieser fließende, entspannte, angenehme Grundton war eigentlich so das erste Motiv, das wir dem Zimmer geben wollten. Mhm. Und dann ruhig von dieser Farbstimmung in diesen gedämpften und auch dunklen Tönen, eigentlich relativ farblos, bis auf das Bad, das so in Rosé erstrahlt. Und sonst sind die genau so rückhaltende Farben, die aber doch durch diese vielen Farbflächen, also wir haben hier viel Vorhang, eine starke Raumwirkung ergibt. Uns war wichtig, und ich glaube, das war auch im Sinne von dem Spirit vom Hotel, dass man jetzt nicht eine Idee dann abwandelt, sondern wir wollten gern da wieder einen ganz anderen Zugang finden und überraschenden. Mhm. Und so haben wir dort dann im zweiten Zimmer uns der süßen Seite des Wiener Lebens gewidmet und wollten so einen kleinen Einblick an Gäste, die nach Wien kommen, ihnen ein paar süße Hints geben, was es hier so an Spezialitäten, Punschkrapfen, Kuchen und Torten und so dieser süßen Seite. Und dann ist der Chocolate Room entstanden, der am Betthaupt so eine schokoladentafelartige Lederbespannung hat. Das war dann auch so interessant, das ging dann hin bis zur Grafik. Eigentlich die Idee, weil dort in dem Zimmer gibt es rote Kirschen, also so wie bei der Torte, wenn die Garnierung eine Kirsche ist, gibt es das dort als Garderobenhänger und Türgriffe. Und bei den Badezimmern war natürlich der Punschkrapfen unsere große Inspirationsquelle von der Farbgebung und von der Süßigkeit. Man hat ja selten eigentlich in einem Hotel so einen wahnsinnigen Platzbedarf, also Platz in der Höhe zur Verfügung. Und das finde ich, merkt man schon bei all den Zimmern sehr stark. Die Neubauten sind ja um einige Zentimeter tiefer. So ein großzügiges Fenster, so eine Flügeltür, ein Hotelzimmer zu einrichten zu können, dass man mit einer Flügeltüre öffnen kann. Also ich glaube, das ist gerade für Leute, die von außen kommen, hier auch sehr stark spürbar, dass es eben ein Zinshaus ist und kein Neubau. Und oft werden dir dann einfach, bleibt die Fassade stehen und dann entkernt man und dann wird das alles so schön praktisch und stylisch und diesen Flair von dem alten Haus, der finde ich, kommt auch eigentlich in allem sehr gut noch zum Vorschein. Und das merkt man an den Zimmern auch. Also ich finde, auch viel von dem Vorhandenen trägt dann bei zu diesem Wiener Flair. Und wir haben es halt so eben gestaltet und den Rahmen gegeben. Wir wollten ein markantes und einzigartiges Motiv finden, das wir gut hier sehen, das angefertigt werden sollte. Und wir sind dann auf Ordensbänder gestoßen. Die Idee war dann, diese schönen Bänder in so Schlaufen als Schlüsselbänder für die Zimmerschlüssel mit so einer Plakette. Wir fanden das von der Thematik ganz passend, weil so diese
dieses Ordentragen ist ja doch was recht Österreichisches eigentlich. Und da gab es ja auch wunderschöne Farben, die total gesperrt sind. Da dürfen nicht verwendet werden, verschiedene Farbkombinationen. Darum haben wir dann eigene Farbkombinationen entworfen für die Zimmer. Genau, jedes Stockwerk hat eine andere Farbe, hat einen anderen Farbcode, genau. Und dann haben wir ein Altstadt-Ordenband entworfen. Und zwar ist das roséfarbene. Und wir dachten auch, dass jeder Gast hier sowas Besonderes ist, auch der herkommt, der hat auch einen Orden verdient. Und so gibt es indirekt durch die Schlüsselübergabe gleich mal einen Orden verdient. Gleich mal, wenn man hier eincheckt, kriegt man seinen ersten Orden. Ja. Da war schon die Herangehensweise eine recht persönliche, wie in welchem Hotelzimmer würden wir uns wohlfühlen. Also wie hätten wir gern unser Ideal-Hotelzimmer. Und sonst so ganz allgemein finde ich bei einem Hotel irrsinnig ausschlaggebend, dass man schon den Ort und die Stadt spürt, in dem es ist. Also ich finde, wenn man Freunde in der Stadt hat und diese Freunde besucht, ist es immer schön, weil man dann in so einem Alltagsleben dort eintauchen kann. Ich bin ungern irgendwo ein Tourist. Das finde ich funktioniert hier sehr gut. Man hat auch das Gefühl, man ist so mittendrin, man könnte hier auch wohnen. Ne?